Habt ihr jemals einen Calvados probiert, der nach einem funky Ziegenstall riecht und trotzdem göttlich schmeckt? Nein? Dann willkommen zu meinem Review vom Le Bouc 1973. Hallo Spirituosenfreunde! Heute tauchen wir ein in die Tiefen der Normandie für einen 50 Jahre alten Schatz, ein Calvados von Chiart, abgefüllt von Malternative Belgium mit dem Titel Le Bouc 1973. Malternative Belgium hat diesen Calvados im November 2024 entdeckt, aber nicht in einem Showroom, sondern in einem echten Manoir, ein Bauernhaus, wo ein Gebäude nach dem anderen gefüllt war mit Fässern oder Kühen. Und wenn man so möchte, ein Labyrinth aus Holz, Staub und Aromen. Hergestellt wurde der Calvados übrigens von Michel und Patrice Chiart. Diese führen einen typischen Pédoge-Betrieb, wo Milchvieh und Äpfel zusammengehören. Und ich habe bereits schon mal vor einiger Zeit ein Review zu einem Calvados von Chiart gemacht. Ich blende euch hier oben den Link zu diesem Video einmal ein, also falls ihr da noch mehr Informationen zu Chiart haben möchtet, schaut dort gerne mal vorbei. Und natürlich blicken wir auch auf die Flasche, ja, beziehungsweise auf das sehr interessante Label mit, ich habe es erwähnt, dem Titel Le Bouc, also übersetzt der Ziegenbock. Und es ist kein Zufall, dass jetzt dies hier von Malternative Belgium so ausgewählt wurde, denn es ist eine Anspielung auf die wilde Gärung bei der Ciderherstellung. Die natürliche Fermentation gibt dem Calvados diese funky, fruchtigen Aromen und Malternative Belgium sagt selbst dazu, es erinnert an einen alten Ziegenstall. Es ist wild und definitiv nicht für jeden. Und wie immer möchten wir an dieser Stelle auch noch auf die Zahlen und Fakten von der Abfüllung schauen. Ist es eben der Calvados heute von Chiart. 1973 ist der Jahrgang, er wurde 2025 bereits abgefüllt aus der Appellation Pédoge. Wir haben hier die Abfüllung heute von Malternative Belgium. Es ist eine Einzelfassabfüllung. Es befinden sich in dem Calvados ausschließlich Äpfel. Keine Zusätze sind darin, 45% ist der Alkoholanteil, 70 cl Flaschengröße, limitiert auf 102 Flaschen und preislich liegen wir bei 249 €. Wir sind bereit für den Ziegenbock. Wir schauen mal ganz kurz auf die Farbe. Es ist ein recht dunkler Ton, also man sieht, der Kontakt mit dem Fass war vorhanden. Es ist so ein richtig schönes, intensives Mahagoni für mich. Und dann schauen wir uns mal auf die ersten Aromen, was wir finden. Beziehungsweise hören wir mal kurz rein. Nein, ich höre keinen Ziegenstall raus, aber wir fangen an mit den ersten Aromen in der Nase. Ja, interessant. Also meine erste Assoziation war schon, dass es irgendwo ein anderer Calvados ist, so was ich bisher hatte. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir wirklich so gut gefällt. Es ist einfach, ja, ich muss versuchen, das für mich erstmal so ein bisschen einzuordnen von den Aromen, ob das wirklich so meins ist. Es ist so ein bisschen was drin und ich bin mir gerade noch nicht genau sicher, was es ist, was ich so ganz leicht störend finde. Grundsätzlich sind aber auch sehr, sehr schöne Apfelaromen vorhanden. Apfelmus, richtig schönes, sattes Apfelmus und dazu so ein bisschen was von einem Orangenöl, wo dazu kommt. Also das ist wirklich sehr schön, aber auch so eine eben Fassnote ist da, Zedernholz. Ihr habt auch ein bisschen so eine Walnussnote drin. Also es ist schon eine sehr interessante Aromenzusammenstellung jetzt bei diesem Calvados. Von der Kombination wirklich außergewöhnlich. Ja, und ich glaube mittlerweile habe ich so ein bisschen was ich mit der Nase jetzt von den Aromen her verbinde. Und zwar, es ist so ein bisschen wie so eine leichte Essignote. Kann natürlich durch diese spezielle Gärung eben jetzt hier natürlich zustande kommen, aber es ist ja, wie so eine leichte Apfelessignote. Die ist aber auch komischerweise nicht immer da. Also man riecht dran, hat man eher das Apfelmus und dieses Orangenöl und dann ist es aber im nächsten Moment so ein klein bisschen was von diesem Apfelessig. Ja, also wie hat es Peter so schön beschrieben als funky. Es ist definitiv anders, interessant anders. Aber mich persönlich stört so ein ganz klein bisschen diese Essignote drin. Aber die ist jetzt auch nicht sehr dominant oder so, aber nee, sie ist halt immer wieder mal so ein bisschen spürbar für mich. Wir probieren mal Santé. Ja, geschmacklich wird es für mich deutlich besser. Vielleicht auch ein bisschen eher Calvados-typischer, vielleicht im Geschmack wie jetzt in der Nase. Unglaubliche ölige Textur, richtig ölig. Dann ist es für mich so eine Kombi hier aus dem Orangenöl wieder, aber auch ein bisschen Walnussöl hatte ich im Geschmack drin. Auch hier eben, ja, diese Walnuss-Orangennoten für mich ein bisschen da.
getrocknete Äpfel, bisschen auch das Fass, also auch hier die Holzwürzigkeit definitiv drin im Geschmack. Es ist ein süß-fruchtiger Geschmack für mich und vielleicht auch im Geschmack tatsächlich jetzt so dieser, ich nenne es einfach jetzt mal Farmstil, der so ein bisschen durchschimmert. Ja, im Geschmack habe ich den so ein bisschen gehabt. Also geschmacklich fand ich ihn wirklich sehr gut, war für mich vielleicht sogar auch so das Highlight von dem Calvados. Und der Abgang ist dann lang. Wirklich ein sehr, sehr schön langer Abgang. Fruchtigkeit geht definitiv hier zurück. Also für mich war es auf jeden Fall dominant eine richtig schöne dunkle Schokolade mit so einer Apfelmus-Füllung vielleicht, wenn man so möchte. Also so einer ganz dezenten Apfelnote auch hier im Abgang noch da. Aber für mich diese dunkle Schokolade sehr dominierend. Und in Kombination dazu einfach nochmal die Holzwürzigkeit, die hier durchkommt, auch im Abgang. Das ist jetzt, was ich so jetzt hier so im Abgang eben wahrgenommen habe an Aromen. Also sehr interessant, mal was ganz anderes natürlich jetzt an Calvados. Es ist vielleicht jetzt so ein Stil, der nicht jeder mag. Also das muss man schon ein bisschen wollen, diesen speziellen, ja ich nenne es auch gerne oder nehme das gerne hier wieder auf, diesen funky Stil, den der Calvados definitiv in sich trägt, denn er ist einfach ein bisschen anders. Muss man mögen. Er konnte mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugen, aber dennoch fand ich ihn vom Gesamten gesehen her sehr gut. Aber ja, bei 249 €, ja, hat ein gewisses Alter definitiv. Da brauchen wir nicht drüber reden und dann ist es vielleicht vom Preis auch wieder passend. Muss aber jetzt sagen, für 249 € wäre es jetzt für mich nicht die erste Wahl, bin ich ehrlich. Aber es ist dennoch ein Calvados, den man sicherlich mal probieren kann, wenn man Calvados mag. Einfach mal ein bisschen was anderes, das seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Denn es ist, wie Peter geschrieben hat, schon ein anderer Calvados, spezieller Calvados. Aber wie gesagt, das muss man natürlich mögen. Auch natürlich dann diese etwas rustikalere Farmart, wenn man möchte, die er in sich hat. Das ist natürlich auch was diesen Calvados auszeichnet. Wir schauen noch auf die Punkte. Nase, wie gesagt, konnte mich jetzt eben nicht ganz so überzeugen, weil ich diese leichte Essignote drin hatte, aber ja, das war jetzt auch nicht schlimm, aber habe mich nicht ganz überzeugen können mit 21,5 Punkten. Ich gebe ihm für den Geschmack 23, weil Geschmack fand ich ihn wirklich sehr gut, hat er mir wirklich absolut sehr gut gefallen, ja. Und wir geben nochmal 22,5 für den Abgang und auch nochmal 22 für den Gesamteindruck und dann haben wir am Ende 89 Punkte für diesen Calvados von Giard und Alternative Belgium, der in Le Bouc, der Ziegenbock. Genau, ja, also wenn ihr da den mal irgendwo seht und ihr seid Calvados-Fans, dann probiert ihn mal, bildet euch eure eigene Meinung oder hattet ihr ja schon mal die Chance, diesen Calvados zu verkosten, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie er euch gefallen hat. Oder habt ihr schon mal einen Calvados generell probiert, wo ihr sagt, der war komplett anders wie das, was ihr bisher so probiert habt, einfach ein anderer Stil, eine andere Richtung. Lasst mich da gerne mal eure Erfahrungen hier wissen. Und ja, dann sind wir auch schon heute jetzt am Ende von dem Review. Ich hoffe natürlich sehr, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wie ihr natürlich wisst, am Ende liegt die Wahrheit im Glas. Macht's gut. Tschüss.